Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMouths und heute zeige ich euch, wie ihr eine Maske näht und wie ihr eine Plotterdatei draufbügelt. MakerMouths Sewing – Nähen mit der Maus. Vor einigen Monaten hatte ich euch ja ein Video gezeigt, wie ich mir eine Maske auf mein Gesicht angepasst habe. Die Vorlage dazu findet ihr kostenlos auf meiner Webseite, die ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Da ist mir aufgefallen, ich habe euch gar nicht gezeigt, wie ich so eine Maske nähe. Deshalb hole ich das jetzt nach, und zwar passend zu Halloween. Denn in meinem Shop, den ich euch auch unten in der Infobox einblende, gibt es ein Plotterdateienset mit Halloween-Mündern. So könnt ihr eure Masken für die nächste Halloween-Party aufpeppen. Los geht's! Als erstes nehme ich mir einen Stoffrest und falte ihn 4-mal. Dort lege ich mir die Vorlage drauf, stecke sie fest und schneide sie aus. Auf meiner Vorlage steht 6-mal, weil ich mir anfangs immer noch ein Filterfach eingebaut habe. Das war mir aber zu viel Stoff im Gesicht, so ist es bequemer. Bei dem Stoff solltet ihr darauf achten, dass er mindestens 60 Grad aushält beim Waschen. Ich verwende hier 100% Baumwolle. Legt euch dann immer 2 Stoffteile rechts auf rechts zusammen und steckt sie an der vorderen Rundung zusammen. Näht sie dort Nähfüßchen breit zusammen. Verriegelt dabei den Anfang und das Ende. Bügelt dann die Nahtzugaben auseinander. Bei dem Stoff geht es sehr gut mit den Fingernägeln, deshalb spare ich mir das Bügeln. Legt euch dann die beiden Hälften rechts auf rechts zusammen, steckt sie zusammen und näht sie wieder nähfüßchenbreit zusammen. Die Nahtzugaben in der Mitte sollten aufeinander treffen. Verriegelt auch hier den Anfang und das Ende mit ein paar Stichen. Biege die Nahtzugaben auseinander. Wende danach die Maske auf rechts. Die Wendeöffnung ist sehr eng. An den Ecken könnt ihr deshalb mit weniger Nahtzugabe arbeiten. Bügelt dann alles schön flach. Mit einem Zickzackstich könnt ihr die Ecken versäubern, den Schritt könnt ihr euch aber auch sparen. Dann biegt ihr den Saum 2-mal ein und steppt ihn knappkantig ab. Verriegelt auch hier wieder den Anfang und das Ende. Dann muss nur noch der Gummi eingezogen werden. Wenn ihr keinen Gummi habt, könnt ihr auch aus Jersey-Resten Schnüre machen. Ich habe dazu ca. 1 cm breite Streifen geschnitten und sie einfach gezogen. Ich schneide mir die Jersey-Nudeln auf die benötigte Breite. Bei mir sind es ca. 20 cm. Das müsst ihr euch selber ausmessen, wie es euch am bequemsten ist. Mit einer Sicherheitsnadel fädle ich die Schnur oder den Gummi durch den Tunnelzug und verknote die Enden. Dann positioniere ich das Plottermotiv, indem ich mir die Maske aufsetze und vor dem Spiegel schaue, wo es mir gefällt. Mit einem Bügelkissen und Backpapier bügle ich die Folie nach Herstellerangaben auf. Erst die eine Seite, dann die andere. Wenn ihr euch ein Bügelkissen selber machen wollt, schaut doch mal in die Verlinkung unten. Dort habe ich auch ein Video dazu.
Fertig ist das Ganze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch noch einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Tschüss, bis in 2 Wochen.